MEP Joachim Starbati, what is your opinion about the recent reflection paper on the future of the euro and monetary union? Das Papier beschreibt den Zustand der Eurozone und im Vorwort kommt der entscheidende Satz vor, dass sich innerhalb der Eurozone die Entwicklungen auseinandergehen, dass die Schwierigkeiten für die Südländer steigen. Das liegt daran, dass wir innerhalb der Eurozone einen falschen Wechselkurs haben. Der Wechselkurs ist zu niedrig für Deutschland. Er subventioniert die Exporte, die Einnahmen aus Exporten sprudeln, die Arbeitslosigkeit geht zurück, die Rekordeinnahmen an Steuern nehmen von Tag zu Tag zu. Im Süden ist es umgekehrt, dort wird der Export belastet, die Arbeitslosigkeit bleibt auf einem schreckend hohen Niveau, die Investitionen bleiben aus, die Konkurrenzfähigkeit ist nicht gegeben. Insofern ist an dem entscheidenden Problem, das die Eurozone bedroht, nichts geändert worden. Is there a risk of inflation as a consequence of European Central Bank's low interest policy? Ja, natürlich. Wir haben Inflation nicht bei den Verbraucherpreisen, sondern wir haben Inflation bei den realen Aktiva, also den Vermögenswerten. So die Aktienkurse steigen von Rekord zu Rekord. Die Wohnungspreise, die Hauspreise steigen in Deutschland in den Zentren sehr stark. Alles dies sind Zeichen inflationärer Übertreibung. Und diese Inflation bei den realen Vermögenswerten ist gefährlicher als Inflation bei Verbraucherpreisen. Da sieht man, was passiert. Und jetzt bauen sich Ungleichgewichte auf. Und wenn diese Blasen platzen, dann können weltwirtschaftliche Erschütterungen daraus hervorgehen. How can this be reformed? Ja, wenn die Europäische Zentralbank ihre Politik jetzt ändert, also von ihrer Nullzinspolitik abgeht, von ihren negativen Zinsen abgeht, dann muss sie Gefahr laufen, dass dann die Europäische Währungsunion auseinanderbricht. Die Europäische Zentralbank kauft ja Anleihen auf, um die Zinsen niedrig zu halten. Dadurch ermöglicht sie den Ländern des Südens, sich billig zu refinanzieren, also billige Kredite zu bekommen. Und wenn das mit einer Normalisierung der Zinsen zu Ende ist, dann droht der Zusammenbruch und der Auseinanderbruch der Eurozone. How can Greece regain economic growth? Ja, die Antwort ist ganz einfach. Wenn ein Land nicht wettbewerbsfähig ist, international gesehen, dann muss es den Wechselkurs ändern. Dann muss es für das Ausland billiger werden und die ausländischen Güter müssen teurer werden. So sind bisher immer Ungleichgewichte ausbalanciert worden. Das ist für Griechenland nicht mehr möglich. Deswegen ist Griechenland in einer außerordentlich schwierigen Situation. Und die Griechen machen auch nicht das, was notwendig ist, nämlich strukturelle Reformen. Sie arbeiten an der Steuerschraube. Aber das Anziehen der Steuerschraube bedeutet, dass man die interne Kaufkraft aus dem Kreislauf herausnimmt. Dadurch wird das Problem nicht besser. Also Griechenland wäre gut beraten, wenn es aus dem Euro austreten würde, innere Reformen anpacken würde, dann würde dieses Land sich erholen. Und wenn man das gleich zu Anfang gemacht hätte, wäre Griechenland heute ein blühendes Land. So ist es immer auf dem Krankenbett der Eurozone. Can collective debt issuance work in the EU? Wenn wir ein Ungleichgewicht haben, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht, wird dieses Ungleichgewicht nicht dadurch aus der Welt geschaffen, dass wir Geld verteilen. Eine gemeinsame Versicherung ändert nichts an den Ungleichgewichten innerhalb der Eurozone. Das bleibt bestehen. Es wird nur weiter gutes Geld, schlechtem Geld hinterhergeworfen. Deswegen kann man von der Vergemeinschaftung der Riesen absolut nichts halten. Das wird das Problem nicht lösen, sondern das wird das Problem verlängern.